So, alles klar. Wir sind Johnny Boy und beginnen unser neues Leben. Anstatt hat mein Pferd zur Verfügung gestellt bekommen. So, unser Sohnemann und Abigail sind auf dem Weg hierhin aktuell. Wir haben kein Kopfgeld mehr in Blackwater, was wahrscheinlich mit der Zerstreuung der Bande zu tun hat. Habe ich mir sagen lassen. Heißt, wir können jetzt theoretisch tatsächlich nach Blackwater rein. Und hier haben wir jetzt noch Hamish. Hamish hat sich nochmal zum Jagen in seine Hütte in der Nähe von Oak Creek's Run eingeladen. Deswegen Hamish hat ja eigentlich Arthur eingeladen, ne? Jetzt, wir müssen uns das erstmal angucken in Ruhe. Also bei Zeiten dann mal da hinten rüber reiten. Erstmal eine Kuh erwischt. Aber wir gehen jetzt erstmal zur Quest, die direkt hier ist. Denn wir suchen ja immer noch Arbeit. Rachel. Milton, get over here. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. No, it was nothing, sir. I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, Howdy, sir. gentlemen. Sir? You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Fast verplappert. This way. I was on my chores anyhow. Fast verplappert. Is that your family getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we, not discuss this in front of my wife? Oh, no, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton! Jim Milton, how fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Ah, ist natürlich schwierig. Cows. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? Sure. Why not? Oh, I don't know. I thought you was, I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellers. No. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister?
Good Lord, no. Nothing like that. Now, just a ranch hand then. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. Yeah, but most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, just sit down, I'll show you how. Approach your Soll ich eine calm. Kuh melken? Ja, ist klar jetzt so. Don't take too kindly to surprises. Almost got a pail full. Ging aber schnell. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Abe, Lancelot. Well, hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy maid of your pa yet. I never thought I'd see the day. Watch and learn, Ja, partner. aber noch schneller probieren. We all gotta earn our keep. How about you and the boy help me clean out the stables? Sure. Come on, son. How old you now, Lancelot? 12, sir. Ain't that grand? It's such a fine name. I like it. I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's got to be done. Mr. Dickens said, I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. okay. Well, you get them stalls cleaned out, and I'll see you later. Bye. Okay, Jack, let's just try and take some pride in this work, hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Hold on a moment. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Erinnert sich ein bisschen zurück. Think your mother's hiding somewhere? Laughing at us? Hey, es ist wenigstens ehrliche Arbeit. Coming. Also gut, unter falschem Namen. Hey, wie kommt das denn da hin? Da war doch gerade eben noch nicht hier. This is a dog's work. Was noch mehr? Ah ne, bring die Mistgabel zurück. Reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Okay. Lancelot. Lancelot. Aber $11, was ist mit dem ganzen Geld von Arthur passiert? Arthur hatte doch 7.000 circa. Wo ist denn das Geld hin, ey? Hey, Hey, where's Jack? shoveling shit in pursuit of the better life you want? Same as I've been? Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too.
I'll put some coffee on. Ist das Arthur's Hut? Nee, das ist nicht Arthur's Hut. Arthur's Hut sieht anders aus. Was haben wir denn in unserer Tasche? I've die Dutch gehört. Mary's Ring haben wir auch noch. Ein paar Sachen haben wir noch. Während liegen dann Elches. Und ich glaube, das sind sogar mit fast alle Sachen. Dann fast noch alle Sachen von Arthur. Ich habe einen Brief bekommen anscheinend, der da hinten blinkt. Kühe melken. Und melke die Kühe. Das macht die Tiere glücklich und gibt dir wohltuende Milch. Hier ist hier Tom Dickens. Es gibt auf der Ranch mit Mr. Dickens einiges zu tun. Und hier hinten haben wir David Geddes. David Geddes möchte vielleicht mit dir sprechen. Und nur vielleicht. Dann schauen wir erstmal nach der Post, weil ich glaube, wenn die so aussieht, haben wir was, ne? Warten wir erstmal, gehen wir mal nach der Post schauen. Alles klar. Dann frage ich mich aber echt, was passiert, wenn wir zu Hamish gehen. Ja gut, was ich mir halt denken kann, dass John jetzt das Tagebuch von Arthur hat und da wahrscheinlich drin gelesen hat. Von daher weiß, was der halt die letzten Tage, bzw. die ganze Zeit getrieben hat über die Story. You a traveler? Well, we ain't from around here neither. We're from Laramie. The range out here is real inhospitable. You see, we're paid to make it that way. Now you're What the fuck? dead man. Ich habe doch nichts getan. Nicht zu deinem Zuhause zu führen, okay. Ich habe auch keine Waffe, ne? Die Laramie-Bande. Laramie-Bande besteht aus Schlägern, die sich von reichen Familien, die lang... Ach, du Scheiße. Oh, Leute, wir haben auch noch nicht alles der Lemon-Räuber entdeckt. Es gibt auch noch eine unentdeckte Bande. 20% der Laramie-Bande, der Lobo-Bande. Okay, die kennen wir noch kaum. Mexikanische Gesetzlose. Das Compendium werden wir natürlich auch auf 100% spielen. Von daher, wir werden noch ein bisschen länger Red Dead haben. There you are, miss. Halt keine Waffe, ne? Okay, nächster Versuch. Wir sollten Wege meiden, glaube ich, weil wir keine Waffe haben. So. Und dann hier links hoch. Das hier ist die X-Ranch. Der Odysseus. Und da steht da nichts drauf. Das könnten nur Disco-Gräber sein. Oh, das wäre pisst, weil ich hier bin, alles klar. Oh, da sind ein paar viele Leute pisst, weil ich hier bin. Hoppala.
Deswegen ist es halt wirklich schwierig, ohne Waffe sich irgendwie zu verteidigen. Aber für $11 werden wir keine Waffe bekommen. Oh. Für $11 werden wir leider nur von der Waffe bekommen, ne? Was war hier denn nochmal? Immerhin kann man hier noch mal ein bisschen was zu essen looten. Brief. Im Optimalfall finden wir hier eine Waffe. Travis setzt $500 Kopfgeld auf Ethan Watson aus. Edgar Watson fliegt aus Gefängnis, wenige Stunden vorhin Richtung Galgen. Stimmt, das waren die Boyschen, aber die haben wir doch mal getötet. Oder nicht? Wir haben doch mal die ganze Watson-Family als Arthur getötet. Eigentlich zumindestens. Ah, nice, ein bisschen Essen, immerhin. Fotografie. Ja, das sind die Boys doch. Die wir irgendwie, weiß ich nicht, 3-mal abgeknallt haben oder so, weil wir 3-mal hier waren. Dann lebt wohl von denen aber noch wer. Schmuck, hallo. Also ich glaube grundsätzlich wäre es erstmal sinnvoll, eine Waffe zu kaufen. Die Truhe, da könnte was drin sein. Also versuchen eine Waffe zu kaufen, Geld zu bekommen und dann eine Waffe kaufen. Münzbeutel, den nehme ich auch mit. Ich weiß, wir waren schon mal hier. Wir haben mal hier schon mal gelootet. Ich glaube, wir haben ja auch sogar damals eine Waffe gefunden. Ich meine, das war nämlich hier runter. Waffenkoffer. Oh Gott, das wäre so geil. Nice. Halbautomatische Flinte. Ist zwar nichts Besonderes, aber immerhin was zum Deffen. Was heißt nicht was Besonderes, ne? Eine Flinte macht halt schon schön Damage, das wird ja nicht. Dann jetzt wieder raus, bevor irgendjemand merkt, dass wir hier waren. Schön, jetzt können wir auch über Wege reiten. Wir lassen mal auf, damit jemand weiß, dass wir hier waren. Schön. Immerhin 20 Schuss. Reicht zumindest für 1 bis 2 Patrouillen. Und wir haben was zu essen gefunden. Und ein bisschen Geld gesammelt. Für weitere Munition. Ich weiß, was mit Arthurs Waffen denn alles passiert ist. Naja.
Schauen wir mal, ob wir Post haben. Ich meine, das Symbol sagt ja. Ich bin aber nicht ganz sicher. Naja. Briefe oder Pakete? Wir können uns denn was zuschicken, außer Ex-Bandenmitgliedern. I met the owner's wife last week. Now she looked a bit freshly minted, if you know what Greetings. I mean. Good to see you. That was always in the cards. Postapoint. Brief aus dem Büro des Bürgermeisters. Okay. Brief aus dem Büro des Bürgermeisters im Juni 1899 aus dem Büro von Jean-Marc Mercier, Bürgermeister von Saint-Denis. Ah, Jean-Marc ist mittlerweile Bürgermeister. Sehr geehrter Mr. Kilgore, nach dem Rücktritt von Bürgermeister Lemieux sind dies anstrengende Zeiten im Rathaus, aber der Dienst an unseren Bürgern muss weitergehen. An unseren Bürgern, unseren Hamburgern. Der neue Bürgermeister hat beantragt, dass sie für ihre Verdienste um die Stadt Saint-Denis eine formelle Belobigung erhalten. Bitte nehmen Sie das Zeichen der Dankbarkeit unserer Bürger an, zusammen mit dieser persönlichen Botschaft des Bürgermeisters. Dieser Skandal wird vorübergehen und wir werden alle gestärkt daraus hervorgehen. Mit dem größten Respekt, Büro des Bürgermeisters von Saint-Denis. Also Jean-Marc ist mittlerweile Bürgermeister, alles klar. See you later. Da ist auch ein Gebrauchtwarenhandel. Da kann man vielleicht mal gerade reinschauen. Hey there, don't think I've seen you in here before. Hallo, ist nicht verfügbar, während du auf der Pokémon Range arbeitest, alles klar. Ain't gonna be none left. All right, a long walk to the next. Hätte er sein können. Hallo? Okay. Da mal ein Fragezeichen. Die gibt es also auch noch. Ah, hier oben war die Brücke, ne? Sonst, ich würde mal eigentlich gern zur Brücke gucken, wie da aussieht. Ja, gehen wir mal zum Fragezeichen. Wir haben zum Glück eine Flinte, ey. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Es reicht, wenn wir nochmal so eine Rotzpatrouille über den Weg rein. They're bound to kill themselves. Making my life a misery, day and night. You are a fool and a nuisance, brother. Helen, is this creepy little toad bothering you again? Oh, sind das die beiden? Ach so, okay. This is getting quite out of hand. Hands? Oh, he doesn't have hands. He's a troll. And that's why we found him here. He escaped from his... Would you tell your talking monkey to go home, please, Helen? He was amusing at first, but now he's really quite tiring. Plus, I do wish they had shaved his palms as well as his face. Be quiet, you hobgoblin. His bottom is bright red, and he mostly eats bananas. You two! Avoid going home longer. What'll happen? Kann ich euch irgendwie anschubsen oder so? Sir, we need a hand. You, gentlemen enjoying the great outdoors? No, he's still a lizard. Coward, gerbil, mommy's boy, Manatee. effluentus, Charge. milk sop. You already said that! I did not. You're a milk sop. Well, you are all chatter and no testes, dear brother. Helen, I will make you love me if it's the last thing I do. And to prove how suitable I am to make a happy and stable life with, I shall throw myself
over the waterfall in just a barrel. And so shall I, just to demonstrate how little your feeble gestures mean, you homunculus. John, please come do the honors and make Woher sure kennt er seinen Namen? Silly little tapeworm of a man. Follow me. Follow you? I was born first. Helen, I love you. Brother, you're living proof of God's remarkable sense of humor. Ja, dann let's go. Good luck! You crazy bastards. Oh my lord! The fools! The silly fools! I cannot believe they've done this! Come on. Let's go try and find them. Okay, get on your horse. Follow me. They've been carried down a ways. We can't get there from this first path. Also soll Helden mal Schritt halten. You can't get down now. There you are. Christina, what have you done? Brother, are you there? Acri? Is that you? I've had the wind knocked out of me. I thought you were a goner. It's a miracle we're alive. Silly, silly boys. You nearly died. For me. She's right. Dear brother, what fools we've been. You're the fool, but a brave one. You might be dense, but you are the noblest man I know. You are a lion. Giant. You're an earthshaker. World conqueror. Let's Ow. not let anything come between us again. Never. Boys, Good lady, adieu. Bewitch some other milksops. We will have none of it. but I thought that... Before this siren calls us to the rocks again, let us away from here. You lead the way, brother. The West awaits. Boys! Boys! Quite some suitors you picked there. I was trying to stop them from killing themselves. They won't last a week without me. No, probably not. But you'll have an easier time, I guess I will. So long. ma'am. Oh, I wasn't trying to lead them on, you know? It was just exciting. The smartest men I knew, with positively the least sense. Yeah, that's usually how it works. Good luck. Was für Schwachmaten, ey. Hoppala. Ah ja. Was haben wir denn hier unten? Easy now. Nichts zu looten, leider. Haben wir hier vielleicht irgendwie zufällig noch einen Schatz? Nee, auch nicht. Was für Schwachmaten. So. Oh, da würde ich mal sagen, greifen wir mal zurück. Dass wir uns erstmal wieder mit den Arbeitern treffen und erstmal ein bisschen im Lager arbeiten. Weil wenn wir jetzt... So. Irgendein Random. Ich denke, wer beobachtet mich da? Wenn wir ja jetzt auf der Ranch arbeiten, sollten wir auch erstmal ein bisschen auf der Ranch arbeiten.
Besser ist das. Kommt auf jeden Fall besser. Please don't delay me any further. I'm just a homesteader looking for a patch. You're gonna get it now. No! Hä? Ach so. Wieso rennt der denn weg? Ich habe ihm doch geholfen, oder nicht? Eine Sniper. Oder so, die Sniper können wir am wenigsten gebrauchen. Schön. Jetzt haben wir immer noch mal einen Repetierkarabiner. Schon 2 Waffen. Zwar noch nicht mit allzu viel Monados, aber das wird ja noch. Also ist die Lemieux-Bande jetzt hier die... Oh ne, ich heiße nicht Lemieux. Weiß nicht nochmal. So komische Bande mit dem komischen Namen. Sind es jetzt hier die neuen krassen Checker oder wie verstehe ich das? Die neuen Bad Boys. War das hier nicht das? Also das Haus, wo mich genau hier hinten der Bär so erschrocken hat, der hier hinten drin war. Erstaunlicherweise ist hier wieder was drin. Eigentlich hat man das ja leer gelootet. Oh, Süßigkeiten. Steaksoße. You want punishment? Sure, I want punishment. Oh, ein Zigarettenbild. Oh, das war's, okay. Waren das hier recht Schreie oder war das nur ein Puma? Oh, ein Puma. Hang in there, girl. Yeah, I know. Hey, hey, girl. Ja, wir stecken die Waffe weg. Was passiert denn, wenn... I ain't even gonna ask where you been. Best not. My lord. What have I done to deserve this? Okay.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir gehen erstmal zu Geddes, würde ich sagen. Geddes. Und melden uns bei dem wir jetzt John Jim sind. Schrei? Da hat gerade irgendwer geschrien. Was passiert denn, wenn ich hier der gute Farmarbeiter bin und Milch zapfen gehe? Soll ich mal einmal kurz hier durch? Entschuldigung. Melken. Also, das war's. Komm später wieder, um noch einen Eimer zu füllen. Achso, ja, das ist ja easy. Das können wir jetzt zwischendurch ruhig mal machen. Voilà. Hallo. Where are my other hands? Damn it, Abe. Abe? Mr. Geddes. I said, Abe, Yes, sir. where are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Geddes, sir. Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to foal, Sir. and no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Come on, he's over here. I'm good. You get on. Go find them horses. No. I'll show you. I mean, since you showed up, runaway horse has been to some of our problems. And I am thankful for that. I ain't done too much. I ain't much of a rancher. Oh, heck. Hey, maybe them Laramie boys weren't so tough after all, huh? Maybe I could Laramie Of boys. course you could. They're just loudmouths. Yeah. So, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Oh, when Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for, business. Oh. Okay then. All right. He'll be just at the end there. Well, I better get to. Thanks, kid. Hilf Duncan. Dann wollen wir Duncan mal helfen. Bist du Duncan? Morning. Hallo. Ah, nee, du bist Duncan. You Duncan? I'm Jim. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No? Whoa. You sure about that? Okay, yes, I do. Pretty big one. That's Jeremiah. Okay, Jeremiah. There, boy. Relax. Oh, hey, easy now. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Calm down. He likes you. Ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. Good horse. I'm gonna take him out first. Burn some of this heat off of him. I'll be in the corral, man. Reit auf Jeremiah, bis er müde wird. Das dürfte wohl das geringste Problem sein. Einfach ausdauerlos zu werden.
Where's that big mean horse? All right, good boy. You ain't gonna give us no trouble now. All right. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Stay calm. Me? The horse. You're calm. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but you sure there isn't another horse for you to ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh? Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Thank you, son. Can I ask, are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich, way richer than Pa, and he's got all these hired guns out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Hey, easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... Just worry about the horse. Yeah? Yes, sir. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. You Mr. Milton? Das ist I thought you richtig. were gonna help me. I am. I was. I'm sorry. Come on. I need a man's help. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thanks, Jim. Doing fine, kid. Give him a carrot when you put him down. So, you know much about birthing a foal, Milton? Not too much. My God, where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town, and it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Oh Gott. Okay, now hold on. And pull. Brooklyn. Here we go. It'll come. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? I didn't know we had any married hands. Yeah. We have a boy. Maybe you've seen him around? Oh, I'm busy. Too Ach busy so. for social calls. Of course. Good day, Mr. Milton. Lol. Okay. Deine Fohlen darf ich also nicht sehen. Um mit Abigail zu sprechen. Oh, jetzt hat unser Jackie auch ein schönes Pferd. Oder unser Lancelot. Hey, John.
Jim. Sorry. So, this is what you wanted. Fake names, which, by the way, Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. How's he been? Been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Come on, boy. Let's go for a walk. Come on. Round to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. All right, girl. Let's go. That's a girl. How you doing? Fine. Can we go home? No. Stay calm. Where would you like to go riding, aside from home? I don't know. But maybe that stream? Good idea. Now, you know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident, okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bit out. Use your legs. There you are. Jetzt gebe ich hier noch Reitstunden, ey. Jack, a little kick and a... Schneller, langsamer. See, you can do it. How about you speed up a mite? Hier liegt der Ding jetzt immer noch. Oh, das ist doch eine gute Geschwindigkeit. Now let's slow it down. Whoa, boy. Easy. Ja, das funktioniert ganz gut. Oh, wieder schneller. Okay. Hey, John könnte professioneller Pferdelehrer werden. Reitlehrer, das war das Wort. Ich überlege gerade, ob wir es mal übertreiben sollen. Even faster, come on. Faster? Ja, das ist aber nicht wirklich faster. Die Aussicht ist schon sick in dem Spiel, ey. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing what the right horse and a little confidence can do. Okay, let's go across to the stream. Yes, sir. Was für ein Fluss? Also der Fluss. Easy there. Ja gut, das ist nicht wirklich ein Fluss. Wow, echt jetzt? Here we are. Yep, We should get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path and up to the range. Okay, on my go. Go! Boah, das war aber jetzt assi. Drecksack. Hey, come back here. Nö. You'll have to catch me. Lass man so noch nicht gewinnen, dafür ist mein eigenes Ego zu groß. And you're
you're smaller, like a jockey. Na komm doch mal, ist wenigstens spannend. Bleib ein bisschen im Windschatten. Oder ich halte mich daneben. Okay, wir sind wieder beim Puma. Aber gewinnen tue ich. Gewinnen tue ich. Aber es war knapp. Immerhin. Halbwegs. This time. Whoa. But we both rode hard. And your riding, it's got a lot better. Thanks. Hey, you keep practicing your riding. Sure. Oh, der ist pisst, weil er nicht gewonnen hat. Hey. I'll get the coffee home. Thank you. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Okay, Pa. I'll see you later. Vaterschaft für Anfänger. Wahrscheinlich hätte ich ihn für Gold gewinnen lassen müssen. Gibt schon mal ein Leckerli. Scheiße. Okay, da habe ich echt nicht dran gedacht. Ohne dass er abgeworfen wird, gewinne das Rennen zurück zu Poker und ich... Ha! Alles erreicht. Braucht Jeremiah jetzt Ausdauer innerhalb von 45 Sekunden. No, das war doch okay. Ja gut, dann habe ich halt nicht damit gerechnet, dass er Leckerlis dabei hat. So. Okay. Abigail ist auf dem Weg nach Strawberry. Und wir haben nur eine Quest bei Tom Dickens. Es gibt auf der Ranch mit Mr. Dickens einiges zu tun. Na, dann wollen wir mal. Kann ich nochmal Kühe melken? Nein, kann ich nicht, okay. Da braucht er dann mal wieder ein paar Tage, bis man eine neue Kuh melken kann. Zaunbau oder was? Hey, Milton. Can you give me a hand with this fence? Sure. Know much about fence building? Not really. Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you. Wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. That sounds awful, but I guess I don't believe a word of it. I was raised to take a man at his word, and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard, and I learn fast. Okay. Give me a hand with this fence. Yep. There's plenty more to do. Pound it in there. We don't want it coming down. Okay. Again. Good. Now grab a rail, line it up with a notch, and place it in. Now, lift up the other side. They gotta line up, see? Now the next rail. That's it. Okay.
Fine. Passt. That looks okay. Go to the next post and pound that in. I hope you've grasped the basics. Yep. I got other matters to attend to, but there's more than a day's work here for you. All right. So long. I'll be counting sections when you're done. Okay. Jim Mill, over here. Put that fence down and get over here, boy. Den Löser ist das Saufhaus am Fench. Quick as you can. Come on, son. Milton, get over here. Coming. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Just the basics. Don't make them mad. Angus Geddes, this is Jim Milton. Mr. Milton, Angus is your boss's son. nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Come on, move! Aua. Shit, I'll get him. just keep on. Oh, ich wollte eigentlich mein Pferd holen, ey. Calm down. I gotta build that. No, no. Oh Gott. Now where you going? Whoa, whoa. Oh Gott. Scheiße. Come on. Get out of the way. Hä? What the fuck? Hä? Gotcha. How am I gonna calm this thing down? You don't look like you're gonna wind down. But I'll try. There, there. There, there. Whoa there. Whoa there. Easy, easy. It ain't so bad. Nice and easy now, boy. All better? Okay. Now come on, you hunk of chuck. You're lucky you didn't kill anyone. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. Gott, wer sind die Boys? Keine Waffe bei mir. He don't like trespass. You want to watch your mouth, boy. You will be the first one we kill. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Look at this tough guy. Get out of here. Oh, fancy pants Geddes paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Oh, listen to this. Real funny. Oh, Come on, get her. I'll kick his head in, boss. Hat der zwei Hüte angehabt? Mr. Milton! Oh, heck. He's licking you, boss. Direkt dran, du Saftsack. Jim, get off that man! Get off him!
He hit me first. Oh, you can fight, boy. I'll give you that. Well, how's your wife in the brawl? Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got. Imagine you're frustrated with your lot in life, married to a shit-shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, boy, tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Dann erinnert sich also an die Sachen zurück von damals. Ich frage gar nicht nach, warum das Tor gerade von alleine aufgegangen ist. Ohne getroffen zu werden. Hä, ich wurde getroffen? Der hat mich einmal geblockt, aber da habe ich nicht getroffen. Whatever. Wenn mich so ein Abigail trifft mit einer Frau, die erstaunlicherweise noch Roberts heißt, und nicht Marston, der möchte mit ihr sprechen. Dann gehen wir erstmal zu unserer Frau, weil das hat Vorrang meiner Meinung nach. Und die da haben gerade eh Beziehungsprobleme, von daher will ich da gar nicht reinpreschen. How you getting on? Oh, voilà, falscher Kopf. I think. Here. I'll get you some coffee. Only thing I know how to do is, well, you know, undertakers like me. Cattle, not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. I was reading the newspaper. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay, and then boom, you act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. You're doing better. Milton! Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? A dress I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name, and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. Man konnte damals schon Sachen bestellen? Not too much of a man, mine. He's only a boy. Per Brieftaube oder was? Show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. Of course. Okay. It's nice getting out of the house, huh? I like being in the house, Pa. I think just about doing things you like, boy. Yes, sir. You make that clear enough. What's that supposed to mean? Only that you aren't so happy here with us. Son, I'm happy. It's just... I find
find it hard, is all. You'll understand someday. I don't think I like going this fast. You want to take the reins a little? I don't know, Pa. Doch, nimm die, ich habe keine Lust zu fahren. It's easy, boy. Don't be scared. Well, what do I do? Well, just hold them and pull them short to slow down. Tell them to go faster. Give them a little switch. And then pull to one side if you want to turn. Here, try it out. Easy. That's enough? For now. Heck in strawberry, eh, kid? Looks like. You know, I think this is the longest I've seen you without a book in your hand. It was foolish to forget mine, sir. Look, I got some business to attend to with the clerk. I'll leave you with the wagon. Can I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted at that. Very good. Das Ding ist nur, irgendjemand würde uns wiedererkennen. Zu 100%. Oder früher oder später wird das sowieso passieren. Park ich einfach echt so assi einfach hier? Alles klar. Sure. Cheer up a little. You wait here. I won't be long. Okay. And if you behave, I might let you drive us home. Can't wait. Dieser Sarkasmus. Mahlzeit. Hector. Hi. I'm here to... Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Nope. Nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay. John Marston. Wieder nicht leiser. Leiser. Nope. Nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes. Sign here. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. Here, let me help you with this, Mr. Marston. It's mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care now. Give my regards to Geddes. Thank you very much, mister. Okay, let's get out of here. Everything okay, Pa? Sure. I hope so, at least. Außer der eine Typ, der unseren echten Namen gehört hat und daraufhin die Biege gemacht hat. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder. Okay. Okay, Pa. Yeah. We're going back to Pronghorn, okay? So, wait. We've come all the way out here and we're just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, I missed the seclusion of the ranch more than I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back, okay, boy? But I've been sitting in this wagon I don't know how long. But nothing. Keep on driving and watch the road. Yes, sir. Thank you. Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Look, if I tell you to speed up, speed up. If I say slow down,
You slow down, okay? Sure. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Yeah. Wir sind nicht wirklich schneller. Who's this? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep driving. Oh. Faster, please. Just a bit faster now. Pick up the pace a bit. I think we're going too fast, Pa. Nein, sind wir nicht. Pull your reins in. Wir sind nicht so schnell genug für die Passage hier, alles easy. I don't like driving across here. It's the same as any other road. Look where you want to go and the horse will follow. Okay. I think the horse is getting skittish. You'll be all right. Ah, ich muss niesen. Oh Gott. Nothing. Just keep driving. Guten Tag. Boah. Schön einmal alles nass gemacht. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pa, those men, are they following us? Yep. Stay calm. Würde ich mal See that schätzen. fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pa. You need to do exactly as I say, boy. Here, now. Come on, quick, down. Okay, son, you wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see Ah, what eine you Waffe. come calling Gut. about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Ja, er wird wahrscheinlich einen Revolver haben, damit wird er schneller sein. Okay, heißt ihn zuerst. Dann links, dann rechts. No, wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob me. You're talking bullshit, mister. Kill him. It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep them eyes closed. Let's go. Aber schaut nochmal nach hinten. Come on. Get up. Okay, einmal drehen. Can we get home quicker, please? Gib mein Bestes. Oh dear, those men. I told you not to look, boy. Are they dead? Ah, vielleicht. Oh, oh, sparmige Steuerung. Baumstamm. Easy. Killed them, Pa. Son, Maybe. I need you to hold it together. You were real brave back there. Real brave. Did exactly like I said. Really? Uh-huh. If you hadn't listened, things could have gone real wrong for us. There. We're okay. Hey, you know, your mama wants us to buy some old ranch. You read to her about it, didn't you? You're going so fast. Wir wollen ja irgendwo ankommen, oder? What was it called? What was the name, boy? Beecher's home. That's right. Beecher's home. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Us on the ranch? I don't know. This is fast. I can see you as a rancher's boy.
Like token Gettys, huh? I wasn't so sure, but yeah, that kind of life might suit us. Steht der Puma immer noch. Wouldn't be such a chore if the horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. Beim Puma bitte links abbiegen. Here we are. That was an eventful trip. Naja, schauen wir noch davon wusste mittlerweile in der kurzen Zeit. Oder ob das echt nur die 3 waren. Schön wär's. How was the... What happened? Yeah. I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed, and then Followed by who? probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son. It was your dress that caused all the problem. It weren't even a dress. It was a gift for you. Look, just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. Vaterschaft für Idioten. Töte alle 3 Gegner mit Dead I Can von ja gut, das war, weil ich wenden musste. Weil das Spiel wollte, dass ich wende. Deswegen war das. Horn Ranch. Davis möchte mit dir sprechen. Milton reitet wieder? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Wir sollten aber erstmal vielleicht gucken, ob wir mal mit unserem Sohn reden oder so. Also zumindest mal schauen, ob das überhaupt possible ist. I told you to tidy up. I was getting to that, sir. Get to it quick. Okay, Abigail ist gar nicht da. Wir looten jetzt unsere eigene Bude, alles klar. Weltmeister? Also. Na gut, dann schauen wir mal, was die nächste Quest zu sagen hat. Oh, falscher Knopf. Achso, jetzt sind wir die immer noch sich da prügeln. You toad. All right, smile, smile. Do not embarrass me. Mr. Milton, I should like to have a word with you. Milton? Mr. Gettys? Hey, I heard we had another incident with the Laramie boys. Yeah, there was an incident. Well, I mean to scare me. Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. I know you will. So how's your family? Just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Okay, I guess. Better? Sure, I'm just tired. I know. Anybody want some more? No, I'm thank good. you. I miss Mr. Pearson. John Marston, you're such a pig. All right.
It's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. Hell was that? What are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. Ach du Scheiße. Jim, you gotta do something. Two of them got the stalls. They got Tom. It's over. It's a rich man. Who's this? New hand. Drecksack. Aua. You're that tough guy they just took on. I heard about you. Crap. Oh, I love my job. Dumb hicks brought this on yourselves. Ihr Dreckssäcke. Down, all right. They've killed Mr. Tolbert, and they've stolen my goddamn cattle. You men okay? I think so. Yeah? Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Yeah, of course, it's Mr. Abel. I can't believe he thinks he can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back, I guess sir. we are. Can you go too, Tom? Of course, sir. All right, Jim. I know you can handle yourself. A little. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Let me in, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. God, I'm sorry to hear that. What are you doing in that thing? Mr. Getty's been real good to us. What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. Oh yes. Lead the way. This is gonna be the last we hear out of them. Yeah, right. Zur Hanging Dog Ranch. Was habe ich für Waffen? Oh, immerhin ein paar. Ach, das ist die da hinten. Ich verstehe. Der Puma lag da, by the way, immer noch. Off your horses here. We'll be better on foot. Okay. If you say so. That's the place up ahead. There's our cows. A couple guards out front. A couple more around the side, I imagine. Let's get a closer look. Let's go. Yeah, there's plenty of guards. I'm gonna head straight in. Yep. Tom, you head up there and try and give us some cover. Abe, you're gonna try and flank the place and come in from the back. I'll give you a minute or two, then I'm heading in. Yes, sir. Okay. Hey! Hey! You boys been coming up to Pronghorn. I thought I'd come down here. You're all so tough. Come have a word with me. You here to cut a deal? You're too late, partner. I'm here for our cattle and to teach some manners to all of you. You seen how many men we got? As many as money can buy. Now get out of here, Hayseed, before you get a hole in your head. Just shoot him. Ich hatte halt nicht mal die Chance wegzukommen. Ich hatte nicht mal die Chance wegzukommen. Was soll denn das?
Haben wir hier? Pump Action. Die nehmen wir mit. Oh. Oh, genau ins linke Auge. Oh. Damn. That's the fellow who shot my feet up. I got this. You boys take cattle. See you back there, son. Hey. Hey. I know you're in here. Piss stinking, Boah. shoveling, backwoods, Saka, no good. Drecksack. Aua. Na komm, greif zuerst an. Boah. Alter, das ist voll der Bossfight hier. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. She's gotta make do with some piss-poor stinking farmhand. Hey, tell her I'll let her in my seats. As long as she begs. Halt dein blödes Maul. Die nehme ich aber mit. Ich meine, eine abgesägte lässt man nicht einfach so liegen. Ist das mein Hut? Ich glaube schon. Arthurs Hut. Das hier ist der Hut. Oben liegt noch eine Waffe, aber die sollte uninteressant sein. Aufgeräumt. Die Frage ist halt, ob es von denen noch mehr gibt, ne? Kommt ganz drauf an. Am Puma bitte links abbiegen. Hey, you're back. You did real well, Mr. Milton. This man can really fight. Saved the whole place. Ah, that weren't nothing. Well... You you saved my life. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight, but how about Abe? Just in case you stay up. Yep. You see anything or hear anything, you fire that rifle 3 times. 3 times. We'll all come running. Will do. Well said. And thank you, Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. What? What? What choice did I have? Just answer me that.
was I supposed to do? Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey! There's a telegram messenger for you over there, near the house. There is? Okay. Thanks, Abe. Okay, nimm das Telegramm an dich. I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. Schön wär's. That's him. I see him. Thanks, Abe. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes, here. Sign there. Thank you. Jim, stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Pay good. Meet me in Saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Sadie Adler. I'll be damned. Oh, okay. Das hätte ich nicht erwartet. Rede im Haus mit Abigail. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Abigail. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it.
Kehre zur Arbeit zurück. Ja, alles klar. Ich glaube, das lasse ich einfach mal unkommentiert. Kuh melken, Ställe ausmisten oder den Zaun reparieren. So. Fangen wir mal von oben an, wa? Dass man hier keinen Durchschau gemacht hat, das triggert mich so. Entschuldigung, ich muss mal kurz durch. So, Papa John ist da. Hallo. Easy Game. Wenige Monate später. Well, that's her full. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Gibt es zu Gerdes Haus. Alles klar, unsere Family ist also weg. Ich denke mal in Richtung Beach or Soap, obwohl woher sollten die sich das Ganze leisten können? Ja, keine Ahnung, wo diese. Ich hoffe nur, dass wir die sehr bald wiederfinden werden. Da steht eine hübsche Waffe. Obwohl, na, das ist normale Apothekerkarabiner, glaube ich. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure, I'll just get him. Paul! I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Nice. Nice.
Oh yeah. Ah, das ruft so viele Überlebenskünste heraus. Das ruft gerade wieder so viele Erinnerungen hoch, ne, das Outfit. Oh, guck mal, wir haben alle Waffen. Und die ganzen Waffen von Arthur. John's Kettleman Revolver. Die ganzen Waffen von Arthur. Und der liegt immer noch da. Ansel Atherton hat dir eine Bürgschaft gegeben, die du bei der Bank im Blackwater nutzen kannst. Oder wir haben noch Sadie. Oh, wir müssten uns langsam mal bei Sadie melden, ne? Wir sind schön doof, ey. Wir haben jetzt Monate gewartet, bis wir Sadie wieder treffen. Ja, dann gehen wir mal erstmal zu der. Geh mal weg. Wir genießen das mal. Oh, Sekunde. So. I've been living too long. Cruel, cruel world, I'm gone. This big old world sure got me running around. I heard a voice that said, just settle down. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. Ich muss ganz kurz stören, ich muss kurz den Weg angucken. Okay, runter zum Wasser und dann links hoch. Alles klar, verstehe. Dann instant rechts, okay. Vom Fluss links, dann rechts. Ja, Steuerung, ich weiß. So. Oh Gott. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Meine Güte, ist das schwer mit der... Ja, okay, wir sind auch richtig. Desert roads, desert plain. I have seen so much pain. Now I see into the eyes of a girl. No more, no more cruel world. Cruel, cruel world, must I go on? Fast, and I've been living too long. Cruel, cruel world, I'm gone. Dusty trail, I saw a vapor light. Was it a mirage? I don't know, but it seemed right. I felt mission, I felt trust. I knew then that I must go to her from this cruel world. Cruel, cruel world, must I go on?
I go on. Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, and I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Cruel, cruel world, I'm gone. Mutterschaft. Schön. Naja, man bitte versucht, das eines Problem in den Kinomodus ist tatsächlich, dass du halt einfach nichts siehst. I never forget a face. This is your first time here, right? Dann wollen wir mal schauen, ob Sadie denn da ist und auch auf uns wartet. Wann kennen wir ja auch noch. So gut. Was ist das für eine Farbe? Error. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself who this little girl thinks she's telling anything to. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Like that! Get the hell out of here before she kills us all! You! Get out of here! John Marston! It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You killed a feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy some property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly, and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? I've gone straight. Sort of. Well, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank. With a gun? No, with a pen. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, Hey. we got a bit of a ride. I know. Folge Sadie nach Strawberry. Hoppala. Your telegram. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We always said, if we found him... I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. What can I do for you? All right, see what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk. That bald 45. Okay. You head up that way. Nathan Kirk, alles klar. Befrage Leute in der Stadt nach Nathan Kirk.
Schauen wir erstmal im Hotel nach, wa? Und ich glaube, da kommen wir gar nicht mal rein. Aber da hinten kommen wir rein. You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Du bist doch safe Nathan Kirk. Aber ne, warte mal, Nathan Kirk und eine Glatze. Oder das waren falsche Infos. Zimmer 3 hatte Arthur auch schon mal gemietet. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? It's just a... Deine Mutter. Stop! Hey! That's Nathan Kirk! Oh! Got him? Oh, shut up! Come on, jump on! Aua. Okay, Missy. We gotta get after him. Remember, we want him alive, though. Alles klar. I know. He went right. Da muss er sich schon Besseres einfallen lassen, wenn er mich loswerden will. Stay on him. I'll catch up with you. Where are you going? Shit! Bleib, wir sind hier. We just want to talk. That's a lie. Don't find your Monsters! Monsters! Am Erde, New Yorker. Get off me! Gut, du hast aber auch keine Glatze. Ja doch, hat er wohl. Zumindest eine Plate, sagen wir mal so. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but it's all a mistake. My wife is a desperate woman. How you married, sir? None of your business what I am. She made me do it. She... Quiet now. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Oh, okay. Gewinnbringende Erwerbstätigkeit. Wahrscheinlich hätte ich den Boy schneller finden müssen. Appleseed, Timber & Co. Das war hier mal, aber irgendwie weiß ich nicht. Alles auf einmal so verfallen und so ein Shit. Hier oben halt noch Hamish, ne? Der ist aber halt ewig weit weg, ne? Ja gut, ich würde sagen, wir machen mal eine Schnellreise zu Hamish, weil ich rausfinden will, was denn da im Busch ist. Wenn Aktivitäten in der Nähe stattfinden. Okay. Weil da gerade einer lang rennt, oder bitte was? Hey, easy. Let's go, girl. Nein. Falscher Knopf.
Kann mein Lager nicht aufschlagen. Ah, den Bug hatte ich schon mal. Scheiße. Den Bug hatten wir aber einfach schon mal, dass egal wo, überall, hat er mir gesagt, geht nicht, weil ist nicht. Naja, ich werde jetzt nicht den ganzen Weg da hochrennen. Dann machen wir es einfacher und nutzen die Postkutsche bis Ensberg. Oder wir fahren mit dem Zug bis Ensberg, das können wir auch machen. Schauen wir mal, wie sich die Züge so weit entwickelt haben. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir uns unseren noch Loot verkaufen können. Sachte, easy. Hier sind wir. Aua. I see you there. Give me a minute, please. Mister. 10 Dollar nach Ensberg. Scheiße, stimmt. Wir müssen ja jetzt auf den Preis gucken. Haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Asche. Na gut. Das ist mir jetzt zu spät eingefallen. So, dann wollen wir mal, wa? Ob ich nicht hier irgendwo Zeug verkaufen kann. Bei irgendwem erstmal. Damit wir zumindest die 10 Dollar für die Zukunft wieder reinkriegen. I've been here for 5 years or more now, and the world is getting worse. Listen to me. This is not a joke. Read this book. Hello? Read this book. It is the future of American science. Thank you. Hoffnung für unsere Zukunft. We need science to save us, not kill us. There is good science and there is bad science. Malcolm and that McIntosh. is really the point. Machines have done a lot of great things and a lot of bad things. But machines are not the problem. It's the people who use them. Ah ja. Eine Zeitung. The whole world is an integrated system. and Oh Gott, es gibt da voll viele zu kaufen. So, die neueste war. Science will save us or it will kill us. For we, this Und die älteste. Die neueste und die älteste. Und jetzt gehe ich mal von dem Tunnel weg, damit der mich nicht die ganze Zeit voll labert. Einmal die neueste und einmal die älteste. Jahrgang 1899. Jahrgang 1907. 1899, das war wahrscheinlich die letzte
Blut in den Straßen von Valentine. Gesetzeshüter, Dutch, Bande und Cornwall-Wachen treffen aufeinander. Tod überall, Familien trauern, Gerichtsmedizin überfordert. Veteranen werden zu Verbrechern, Dämonenräuber werden zu Staatsfeinden. Suchen nach Unabhängigen. Kontrollieren jetzt das Gebiet um das alte Anwesen in Shadyville. Sachbeschädigung greift um sich. Gold hergestellt. Berühmtes Smaragd von Guama. Belohnung für Prinzessin Isabeo ausgesetzt. Adelige aus Luxemburg. Davon habe ich mal was gehört. Herzogliche Entführung. Schreiten aus Frauenwahlrecht. Wie viel Zeug hier drin steht. Okay, und jetzt die neueste? Achso, ich halte ihn auf. Gut, dann halte ich halt irgendwen auf. Börsenpanik von 1907. Aktienmarkt bricht zusammen. Kurse im freien Fall. Kein Öl auf Wapiti-Land. Investoren sprechen von Betrug. Da müssen wir noch vorbeigucken, wenn wir gleich da oben sind. Kleinere Höfe verschwinden. Ja, meine Zeitung am Lesen. Bericht aus Butcher Creek. Krankheiten und Seuchen aus Butcher Creek. Bürgermeister ist unmittelbar zurückgetreten, nachdem Fragen bezüglich seiner Verbindung zum organisierten Verbrechen auftauchten. Eines der Projekte im Bürgermeister Lumiers neuen Programm für kulturelle Bereicherung und mehr Demokratie ist die Kunstsammlung in der Galerie von Saint-Denis. Sie ist gerade auf dem Weg zu nationaler Berühmtheit, nachdem Professor Taker von der Yale University sich lobend über sie geäußert hat. Der Bürgermeister arbeitete außerdem daran, dem Zeitungsherausgeber Hector Fellows zu einem großen Schriftzug für den Bau einer Bibliothek zu reden. Einer großen Stiftung, hoppala. Der Assistent des Bürgermeisters Jean-Marc Mercier hat den Posten übernommen und geschworen, diese kulturellen Programme mit Nachdruck und einem neuen Geist der Transparenz voranzutreiben, um das Werk zu ehren, das Lemieux begonnen hat. Kunst des Angelns. Also da ist mal wieder so ein neuer Bericht. Boah. Scheint aufwärts zu gehen. Man hört nichts von unseren alten Bandenmitgliedern. Auf einer Seite ziemlich gut. War denn das Wapiti-Reservat noch? Hier oben war das, ne? Jetzt Callum mit Revin. Da werden wir auf jeden Fall mal hochgehen, wenn wir gleich hier zu Hamish gehen. Dann schauen wir uns da nochmal um, wie es da jetzt mittlerweile aussieht. Oh, just go away. Natürlich habe ich auf dich gezielt, du Spacken. Boah. Als easy.
Mich wohl nur kurz. Der Typ. Help a blind man. Das ist doch der Dünnes. Help a blind man. Have this. Enjoy the world while you can. Enjoy today. For tomorrow. Tomorrow awaits us all. Okay. Right. Okay, friend. All the best now. Good girl. Ja gut, aber Herr hatte mit Arthur ja recht. Soweit. Also ich schätze mal, dass er recht hatte. Krass, dass wir ihn aber wieder am genau selben Punkt antreffen. Wie fast 6 Jahre zuvor. 8 Jahre. There. Ein Wilderer. Oh, ja. Tschüss. Wenn er so da liegt, ist glaube ich fein. Ich glaube nicht, dass wir das sehen möchten oder sehen sollten. Hübscher Flug. War keine mal so schlechte Flugeinlage, ne? Das ist so ein weirder und creepiger Wald hier oben, ey. Hier möchte man echt nicht länger sein, als es nötig ist. Hier fängt hier wieder ein Stück an, was fein ist. Hier ist halt wieder besser. Also bei diesem tiefen Wald in dem Tal drin, das ist halt echt gruselig. Ja, John war lange nicht mehr hier. Hä? Jetzt will Hamish nicht mehr, okay. Auch gut, dann gehen wir halt erst hier hoch. Wenn unser guter Hamish jetzt keine Lust mehr hat. Die Bahnstrecke wurde repariert, ne? Dann können wir uns doch gleich mal die neue Brücke angucken, die wir eigentlich in die Luft gejagt hatten. Oh, kein Ausdauer mehr. Coming on, girl. There you go.
Aber wahrscheinlich wird es schon zu spät sein zum Jagen. Aber vielleicht können wir ja jetzt den Lager aufschlagen mittlerweile. Blöd wäre es auf jeden Fall. 6 Grad oben. Ja. Oh, keine Ausdauer mehr. Ich bin jetzt nicht gewohnt, ob mein Pferd so wenig Ausdauer hat. Oh ne, kein Dosenlachs. Ich wollte dem Pferd was geben. Wir haben keine Leckerlis fürs Pferd. Das liegt hier immer noch so? Und das ist auch immer noch am Dampfen? Das ist aber nicht richtig. Das Militärlager ist mittlerweile abgebaut. Aber $10 für die Zugfahrt zu geben war echt dumm. Das Militärlager ist tatsächlich abgebaut. Sind aber Pelze, die wir uns snacken könnten. Eine Maske? Doch, habe ich wohl. Runterlassen. Kadaver, der liegt doch schon da. Hallo? War nicht ganz richtig. Perfekt. Krass. Alter, das ist ja alles auf perfekt. Das hier ist jetzt mein Lager. Nein, nicht herstellen. Abbrechen. Weggehen. Bitte was? Ich muss nur ein bisschen realistisch machen, die Leute da wegtragen. Also den Typen da wegtragen. Weil das ist ja jetzt unser Lager. Das kann nicht wahr sein, ey, echt. Also das ist halt eine Bullshit-Mechanik. Ja, komm ich ab.
Das ist halt Bullshit, wenn ich da in meinem in dem Lager am Rumsneaken bin. Der sich dann denkt, hey, heul ich mal rum. Und wieso blinkt das immer noch? Ich bin doch schon 3 Jahre weit weg. So, das hier ist also die neue Brücke. Oh, sieht fast so aus wie die alte Brücke. Da kommen die Cops, na super. Komm, ein bisschen schneller. Aber komm, wir hauen auch über die Brücke. Einfacher. Wo bin ich denn hier? Ach du Schande. Ich glaube, was mit den Indianern passiert ist, ist allen klar. Oh, sei nicht so ein Bewegungslegastheniker-Pferd, echt, ey. Da brennt noch Licht. Na, wie komme ich trotzdem nicht rein? Come on, lady. Naja, was hier passiert ist, ist wohl allen klar. Nein, meine Fresse, ey. Hallo? Habe ich jetzt ein Lager aufgeschlagen oder bist du immer noch verbuggt? Lager kann nur in der Wildnis. Achso, ich bin immer noch im Dingens. Oder? Das hier zählt das immer noch nicht zur Wildnis, oder wie verstehe ich das? Ah doch, jetzt. Sehr schön. Bis zum Morgen. Oh. Da wollen wir mal noch Hämisch besuchen. Oh. Okay, Missy. Ah, jetzt können wir Hämisch wieder besuchen. Ah, hier ist schon lange nichts mehr los. Was, dass hier so viele Häuser waren? Ey, diese Pferdesteuerung ist schlimm, ne? Come on, then. Na gut, dann wollen wir mal zu Hämisch.
Und mal gucken, wie wir denn die Konversation überhaupt beginnen, weil Hamish weiß ja gar nicht, wer wir sind. In der Theorie. Hamish müsste aber auch ein gutes Stück älter sein mittlerweile, hey. Also ich glaube ja, wie ich ja verstanden habe, nach den Zeitungen sind jetzt 8 Jahre vergangen insgesamt. Von 1899 bis 1907. Mahlzeit. Ah, wir sind wieder hier, alles klar. Aber hier hat einer die Leichen direkt weggeräumt, weißt du? Oh, keine Ausdauer. Ich würde sagen, nach dem nach dem Jagen schauen wir noch, dass wir die Sachen wirklich verkauft kriegen, die wir dabei haben. Und uns ein paar Pferdeleckerlis kaufen. Ja, und dann würde ich sagen, switchen wir mal auf Apex. Ja, nicht, dass der Epilog so lange dauert tatsächlich. Ich meine, der Epilog in Red Dead 1 dauerte nicht sehr lange. Aber naja, der Epilog erklärt halt so ein bisschen, wie es zu Red Dead Redemption 1 kam, ne? Also wie es halt zur Geschichte dann in Red Dead 1 um John Marston ging. Beziehungsweise dazu kam, wie alles dazu kam. Und wir werden hier nach, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, ob wir das Spiel vorher auf 100% spielen. Aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal Red Dead 1 anschauen. Wenn ich das alles mit der Verkabelung ordentlich hinbekomme. Weil dazu muss ich meine PS3 nochmal anschließen. Dann schauen wir das Ganze an. Na, Buell? Gehen wir mal klopfen. Hello, sir. And who might you be? A caller, John Marston. Years ago, a friend of mine helped you retrieve your horse. You became friends? Oh, yeah, Arthur. Yeah. How is he? Sorry to say, he passed soon after that. Ah, that's a shame. I read about you in his journal. Yep. Calling in on folks. Well, I'm grateful I'm one of them. How you keeping out here? Ah, keeping fine, thank you. It's all right then, is it? Living out here, away from civilization? Civilization. Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well, it ain't always progress. Besides, I ain't lonely up here. I got company. Yeah, I guess. Come look at these. Arthur caught that. Huh, did he? And he killed that with his hands. That's quite something. Yeah, I got the whole of nature up here. And I'm gonna make the most of it, as long as there still is some... Whoa. They weren't lying. What's this? Right there by the outhouse. Look at the size of that boar. Holy hell.
I saw some cattle gored the other day, but I didn't think it was possible. Let's go take care of it. Okay. Damn, I thought I got him. Pursue. I'll grab the mounts. Erledigt das Wildschwein mit einer Voltaic-Pistole. Nein, der Baum. Boah, Suche im Gebiet nach Wildschweinspuren. Okay, 18 Kugeln können wir jetzt instant rausschießen. Die Game. Aber gibt es hier Fleisch danach? Hier gibt es auch noch verschiedene Munition, aber wir haben leider keine Ahnung. Where's he gone? I got the horses. Come on. I'm afraid I lost sight of him. Don't worry. Tracks go this way. Come on. Und das Bolt Action. Fast, too. Yeah, but we'll get him. He came through here, all right. Yep. Ja, also, wie ich es schon vermutet hatte, lol. Okay, da habe ich was vergessen. Wie ich schon vermutet hatte. Big shit. He's been across here twice. What do we do? Well, he's been up this hill to the right and down this one in front of us. But I can't tell which track's fresher. Let's split up. You go up and I'll go onwards. Okay. Good luck to you, sir. Yeah. Come on, View. What's that? So ein Wolfskadaver. Toter Wolf. Zerfetzter Wolf. Goring wolves, too. Damn it. Okay. Ich glaube, Hamish hat ihn gefunden. Hamish! Shit! He's after him. Jo, bisschen schneller. Jesus, no. Oh Gott. Oh. Hamish. I got thrown and a bastard hog got me. Take a mule for me, would you? He's a good horse. He may be stubborn, but he's strong. Alter. Hamish? Good pig. Shit. We got him, old man. Trophäe nehmen. Alter, das ist echt fettes Wildschwein, holy shit. Alter, das ist fast schon ein bisschen übertrieben fett. Und alles, was wir mitnehmen, ist das Stoßzahn, oder was? Mach ich jetzt mit dir. Come on, mule. Let's go. Let up.
Aber meinen Sattel bräuchte ich schon hier drauf. Was ist denn überhaupt für ein Pferd? Niederländisches Warmblut. Besser als unseres. Und von den Werten nicht, aber das wird noch. Kann ich den Sattel abnehmen? Na gut, was sollen wir mit Biol? Mach's gut. Wieso habe ich sowas erwartet? Das wäre es dann auch mit Hamish gewesen. So. Okay, wir können jetzt noch hier runter zu einem Hela. Da können wir all unser Stuff loswerden. Am deren. War knapp. Hast du schon Hasen erwischt. Was lag da denn herrliches auf den Bahnschienen? Ach, da schlängelt sich eine Schlange weg, ich verstehe. Ist jetzt die neue Bahnstrecke oder was? Okay. Wir müssten eigentlich auch gerade noch mal gucken, ob wir... Aber wir schauen uns gerade an, ob wir da vielleicht reinkommen. Und dann gucken wir nochmal an, was jetzt in Butcher Creek Sache ist. Wir sind ja gerade hier. Sonst kommen wir ja storytechnisch wahrscheinlich nicht mehr hierhin zurück. Ich würde nämlich gerne noch mal gucken, ob wir da unten... Weil hier unten am Elysium-Pool mittlerweile reinkommen. Aber ich würde mir gerne da die Mine noch ein bisschen mehr angucken, ehrlich gesagt. Oh, du bist nicht. Das Wasser hat ja die Tiere vergiftet, weswegen die tollwütig geworden sind. Und die Dorfbewohner angegriffen haben. Die Dorfbewohner dachten, es lag ein Fluch auf ihn. Oh, nicht ganz, wegen diesem komischen Quacksalber-Tennis. Jetzt würde ich mir gerne mal angucken, ob man da reinkommt. Okay, die Suppe. Eine braune Fledermaus. Die Suppe läuft auf jeden Fall immer noch hier raus. Also wir nehmen alles mit. Gut. Ja, guck mal hier, ein perfekter. Ja, schon was wert.
Können wir uns Corona-Suppe machen. Was war das denn gerade? Ein Flackern. Hallo? Mausrad? Danke. Mausrad. Räudige Ratte. Ich frage mich halt nur, ob hier Leute ohne Atembeschwerden so rein können. Oder ob wir auch jetzt gleich Damage bekommen, aber dann müssten wir eigentlich schon Damage bekommen. Ich glaube, darunter sollten wir besser nicht fallen. Ah, da ist aber eine Suppe hier, ey. Wir mussten damals mit Arthur ja ziemlich schnell hier raus. Weil der Boy ja hier schwere Atemprobleme hatte und so. Dadurch konnten wir uns hier nie wirklich umgucken. Aber irgendwas wird die doch wohl sein. Kann ja nicht sein, dass hier nicht nichts ist. Zum Beispiel da oben, da ist ein Felsmaler rein. Guck mal. Ich aber nicht scannen kann oder sowas. Also scannen im übertragenen Sinne. Weißt du, wie ich das mal. Ich von irgendwelchen Ureinwohnern oder was? Da hinten könnten wir noch hoch. Ja. Aber. Oh, nein, nicht da hoch. Na, hier ist aber auch nichts mehr. Schade, dass hier echt gar nichts ist. Wundert mich ein bisschen. Naja, gehen wir mal weiter. Okay, hier hinten geht's nicht durch. Ich glaube, wenn ich hier ein Dynamit hochjage, könnte das nicht so gut ausgehen, ne? Also lasse ich das einfach am besten mal. Muss ich da irgendwas finden? Das ist jetzt komplett useless, war, dass wir hier reinrennen. Ein Messer. Und eine Laterne.
Aber mehr nicht. Da liegt eine Spitzhacke. Ja gut, wir wissen ja, dass das hier eine Mine ist, wo die mal abgebaut haben. Dann haben die uns die Suppe hier freigesetzt. Ah, hier sind wir. Und da ist wieder frei. Tatsache, da ist wieder frei. Irgendeiner hat das hier wieder oben den Eingang aufgemacht, auf jeden Fall. Wenigstens ein Goldnugget oder so. Da hinten liegt irgendwas. Ja, Dosengemüse, immerhin. Hier läuft die Scheiße aus dem Berg raus. Okay, ich habe mal noch ein bisschen mehr erhofft eigentlich. Aber dem scheint wohl nicht so. Hallo? Ich weiß nicht, ob das so die smarteste Idee ist, aber let's try. Oh oh. Ah! Nee, hat nicht funktioniert. Also komme ich hier rum nicht raus, oder was? Gut. Ich glaube nicht, dass wir nochmal hin sollten. Weswegen wir auch hier nichts gefunden haben. Dann geht's halt wieder raus. Und zwar über den langen Weg. Alle hopp. Aber ja, ruhig mal hinlegen für ein Sekündchen. Alles cool. Alle hopp. Ist aber eine super... Warte mal, war ich hier rechts? Ah ja, hier geht's nicht weit rein. Oder kommt man hier rüber? Ne, kommt man auch nicht. Und hier links runter gehe ich auch mal nicht davon aus, dass man da irgendwo hinkommt. Oh, kein Ausdauer mehr. Hoppala. Ah. Also denke ich mal, sind die Dorfbewohner auch immer noch so crazy. Also, kommt gerade da durchs Wasser, gut. Also sind die Dorfbewohner, schätze ich mal, immer noch so crazy. Wollten wir nicht eigentlich zu einem Hehler? Aber auch nach Van Horn. Na gut, ich dachte, hier hätte mal irgendeiner was dran geändert. Aber dem ist wohl anscheinend nicht so.
leben auf jeden Fall noch Leute. Aber auch keine Fragezeichen-Quest in der Nähe, die Aufschluss geben könnte. Ach, halt's Maul. Hang in there, girl. Oh. Hm. You're doing well. Oh Gott. Aua. Echt jetzt? Ich brauche ganz schnell einen Pferdeerwecker. Ich hoffe, der hat sowas. Oh, hello. Unser Pferd ist tot, ja GZ. Das ist unser Pferd ist tot. Super, ist ja toll. Wir haben kein Pferd mehr und wir können uns auch keins leisten. Das ist doch so ein Bullshit, ehrlich, ey. Diese Mechanik muss ich wirklich nicht verstehen. Diese Mechanik muss ich nicht verstehen, ne? Ich hatte 10 Trilliarden Pferdewecker mit AFA dabei. Wieso hat John die jetzt nicht? Scheiße. I'm sorry, lady. Super, ich habe mein Pferd verloren. Ja, da wollen wir uns mal das nächstbeste klauen. Das ist wieder so typisch für dieses Spiel, ne? Echt. So typisch für dieses Spiel. Geht ihr einfach auf den Sack mit so einer Scheiße. Oh, hello again. Did you forget something? Ja, ich würde eigentlich noch gerne verkaufen. Let's take a look then. Just came across this somewhere, huh? Fine, yeah. I'll buy it off you. Penelopes Armband, das Armband von Penelope. Oh komm, weg damit. Wenigstens ein bisschen Geld. There. Been a pleasure doing business with you. Go on. You don't go telling anybody else about our business. Stop! You're gonna kill me! Oh. What the hell? I should have dumped that crazy bastard months ago. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Thank you. Reckon he'd have killed me for sure. You should leave here, ma'am. Find some help. Frage ist, wo kriegen wir jetzt ein Pferd her?
You're about to be introduced to my weapon. Want me to make You will run, son. Bleib doch her. Mann, haut das Pferd ab, ey. Oh, krieg ich die Krätze wieder, ne? Echt. Durch den Bug nippelt dein Pferd ab. Hier geblieben. Ich leih mir das mal aus. Durch den Bug stirbt dein Pferd. Natürlich hast du keinen Pferdewiederbelebungstrank dabei, obwohl du dir 5 gekauft hast. Ja, wir haben ein neues Pferd. Herzlich willkommen. Müsste ich nur eigentlich noch meinen Sattel drauf machen. Ain't you special? Haben wir Kopfgeld? Wir haben kein Kopfgeld bekommen, Leute. Yes, Missy. Aber von da aus soll ja wirklich kein gutes Pferd. Da sind immer noch Leute, die pisst sind. Alles klar, ich gehe da nicht hin zurück. Ja gut, dann halt der umständliche Weg irgendwo hin, wo wir eine Postkutsche benutzen können. Wir haben jetzt immerhin ein bisschen Geld gemacht. Hey, Miss. $100 ist ja jetzt wenigstens schon mal ein bisschen was. Who's a good girl? Wir müssen später überhaupt mal gucken, was für ein Pferd wir hier haben. Ich wäre jetzt eigentlich auch direkt zu dem Stall gerannt, aber ist nicht. Weil da denke ich mal noch ein paar Leute pisst sind. Und ich habe einen Tomahawk verloren. Glaube ich, weil ich ja nicht wieder aufgesammelt habe. Haben wir hier auch einen Stall? Wahrscheinlich nicht. Nein, haben wir nicht. Lass mich raten. Wenn ich die Schnellreise mache, ist danach das Pferd hier weg. Und ich muss den ganzen Scheiß wieder machen. Und was wetten wir? Looking for trouble? Good girl. Yeah, I know. How do you do? Na gut, dann testen wir den Scheiß mal aus. Kann ja nur witzig werden, Kappa. Aber wohin? Am besten irgendwo hin, wo ein Stall ist und es nicht allzu weit weg ist. Ich glaube, Valentine wäre halt die nächste Anlaufstation, theoretisch, die okay wäre. $7. Ach, das ist halt so anstrengend einfach mit diesem Spiel. Das ist halt so unfassbar anstrengend. Hier wäre. Thank you. Ja. Wie ich es erwartet hatte. I can use a fella like you. You want to make some easy money? Come with me. I can't talk here. Ich habe jetzt was anderes zu tun. Ich habe was anderes zu tun, als jetzt ausgeraubt zu werden. Habe ich noch ein Pferd im Lager? Im Lager, im Stall. Im Lager.
Come on in. Upp, natürlich. Okay, dann denke ich mal, weiß ich, was wir morgen als erstes machen. Und zwar, wir gehen uns ein Pferd jagen. Wo wissen wir ja. Hey, don't barge me. Alles gut, Bruder. You need to open your eyes to savages mister. I knew they were cheating because they cleaned me out. Well, look at you. Hey there, miss. Don't think I've seen you here before. Welcome. Right then. What'll it be? So. Ich würde sagen, wir stutzen mal ein bisschen, ne? Bärte extra glatt rasiert, glatt rasiert. Das ist derselbe Bart wie Arthur ihn hatte, ne? Na gut, das will ich nicht. Machen wir mal ab. Machen wir mal ab. Ist was Neues, machen wir mal ab. Oh Gott. Halt auch wieder Arthurs Friese, ne? Aber gut, Haare können ja ihn sein. So. Das war nämlich dringend mal nötig. War ziemlich dringend mal nötig. Wieso hat sich die Facecam von alleine wieder so hart verschoben? Das war dringend mal nötig. So, alles klar. Beishorn, 77,8%. Riese Wildschwein wird in der Nähe von Hamis Hütte gesichtet und die Jagd beginnt. So, morgen schauen wir dann mal wegen dem Darlehen bei der Bank.